Ich bin das erste Mal jetzt eben durchgegangen. Es war wirklich ein Erlebnis, das darf ich sagen. Ein herzliches Kompliment an Professor Liebeskind, einen herzlichen Glückwunsch an die Leuphana zu diesem Glanzstück. Ich finde, dass sich in diesem Bau auch genau das widerspiegelt, was die Leuphana als Universität ausmacht, nämlich innovativ zu sein, kreativ zu sein, auch quer zu denken, eben nicht nur im rechten Winkel zu denken. Wir haben hier gemeinschaftlich mit Studierenden etwas geschaffen, was keine öffentliche Einrichtung sonst so alleine gekonnt hätte. Und wir haben vor allem im Orchester der öffentlichen Hände in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen, mit der Europäischen Union, mit dem Landkreis, mit der Kommune, mit den Kirchen gemeinschaftlich ein Projekt von gemeinschaftlichem Interesse für die Region, das Land und für den Bildungsstandort Deutschland nach unterwegs gebracht. Sure, money is always important, but think about it. We live in a time when education is under attack. United States, that's where I come from, New York. Our president has just cut all education. No more buildings, no more money for education, money only for business, money only for the rich. You know, building a university for students in the 21st century with facilities, with commitment, with interactivity, we should be celebrating this. We should not be the skeptics of the Trump variety to say that we're spending on education. We should be celebrating that more should be spent on education than it is now. It's amazing to see a building come to life. You know, it takes a lot of effort, incredible teams, incredible number of workers for so many years to build a building. You know, to have an idea takes a second, but to build a building for generations to come is a huge endeavor. And what an achievement and what an ambition of the university, what an ambition of the students who participated in the process, what an incredible interactive process it has been. I think this will be a building that will be really part of a new chapter of the university where students really have access to amazing facilities that are second to none in the world. Es ist also durchaus ein besonderer Anspruch, den das Land an die Leuphana richtet. Sie ist eine unserer jüngsten Hochschulen, aber sie soll durchaus anders sein. Sie soll querdenken, sie soll experimental arbeiten. Wir erwarten, wir hoffen auf eine besondere Kreativität hier in der Leuphana in Lüneburg. In den relativ kurzen Jahren ihrer Geschichte hat sich auf diesem Weg die Leuphana einen bemerkenswerten Ruf erworben. Die Leuphana hat die richtigen Schwerpunkte. Es handelt sich allesamt um Themen, die unsere Zukunft bestimmen werden und die noch für reichlich Diskussionsstoff und Wissenschaft und Forschung sorgen werden. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmertum und natürlich das Megathema unserer Zeit, Bildung. Alles das sind Schwerpunkte, die klug und interdisziplinär gesetzt sind. Ein solches Konzept braucht einen adäquaten Rahmen. Die Ästhetik dieses Gebäudes, die spiegelt in der Tat auch den Anspruch der Hochschule insgesamt wider. Und ich glaube schon, das wird ein großer Schub für die Leuphana insgesamt sein. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls von Herzen. Die Leuphana hat eine Markenbildung erreicht, die national wie international wahrgenommen wird. Eine Vielzahl von Auszeichnungen zeugt davon. Neudenken, Querdenken, neue Impulse setzen. Das sind die Markenkerne dieser Universität. Sie beschreibt in ihrem Leitbild ein Forschungs- und Bildungsideal, das auf die Freiheit des Denkens und seine Verantwortung für sich und für andere abhebt und einen Beitrag leisten möchte zur Entwicklung einer starken Zivilgesellschaft und auch ganz praktisch zur Lösung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen. Ich darf meiner überaus großen Freude Ausdruck verleihen, dass der Bau von Daniel Liebeskind zweifelsohne ein schwarzer Schwan, der sich dezidiert nicht, wie in der Bauphase bisweilen verlangt, seiner Nazi-Architekturumgebung im Regionalstil anpasst, heute eingeweiht wird und ein starkes Zeichen der Verringerung regionaler Disparitäten in Form einer nicht geringen Investition in kulturelles Kapital der Region setzt. Let me say that's unprecedented. I nor any architect I know has ever built a building with people who are creative but are not architects. Believe it or not, this building and its ideas did not come from me alone. They came from discussions and from actual workshops
where students who are not architects were empowered to use their creative minds with tools that they have, pencils, paper, computers, modeling, to create and to question what a university building can be. So gelang es ihr in nur 11 Jahren, eine Tradition zu beginnen, die es auch so in Deutschland wahrscheinlich noch nicht gab. Die Tradition der Innovation. Dafür steht die Leuphana. Stärken Sie also Ihre Stimme und nutzen Sie die gleichen Maßstäbe, die Sie für eine kritische Wissenschaft ansetzen, um die internen Prozesse an Ihrem Arbeits- und Studienort zu reflektieren. Lassen Sie uns mutig sein. Mutig sein, unsere Meinung zu sagen zu Dingen, die uns betreffen. Mutig, Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse herauszufordern. Mutig, den vermeintlichen gesellschaftlichen Konsens und gewachsene bürokratische Prozesse zu hinterfragen. So können wir als Hochschule und PolitikerInnen ernsthaft die gesellschaftliche Vorbildfunktion ausfüllen, die wir haben, um den wichtigsten Aufbau voranzutreiben, den einer kritischen Bildung und Wissenschaft. Dass wir es geschafft haben, aus dieser Garnisonsstadt eine Universitätsstadt zu machen, meine Damen und Herren, das war eine Leistung. Ich danke Herrn Keller, Herrn Spuren und auch Herrn Liebeskind, dass Sie dabei geblieben sind und dass Sie sich immer der kritischen Diskussion gestellt haben, weil das zeichnet unser Land aus. Und ich sage es auch noch mal deutlich, genau was wir eben vom AStA gehört haben. Deswegen sind wir Lüneburger überzeugt von der Universität, weil wir diese kritischen jungen Menschen haben wollen im Dialog mit der Stadtgesellschaft und der Universitätsgesellschaft. Machen Sie weiter so, bleiben Sie am Ball, fordern Sie uns auch in der Kritik. Wir können es aushalten. Der seit ihrer Gründung mithin autonome Charakter der Universität verband ihre Erfolgsgeschichte mit architektonischen Repräsentationen, die Autonomie in soziale oder kulturelle Kontexte einzubetten versuchten. Wissenschaft ist polyvalent, ebenso die Architektur, die sich mit ihr verbindet. Ich bedauere eigentlich nur eines, dass einer der großen Söhne unserer Stadt heute nicht dabei sein kann. Das ist Heinrich Heine, der damals vor 200 Jahren gesagt hat, wenn die Langeweile eine Heimat haben würde, dann könnte die eigentlich nur in Lüneburg liegen. Lieber Heinrich, falls du mich hier hören kannst, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen versichern, damit ist es endgültig vorbei. Die Langeweile wird sich ab sofort eine neue Heimat suchen. When the autumn weather turns the leaves to flame, one has got time for the waiting game. Ich möchte uns allen dieser Universität, ihren Freundinnen und Freunden und allen Menschen aus der Region zurufen. Agere Aude. Lassen Sie uns gemeinsam den Mut haben, die Welt zum Besseren zu verändern. Das Sapere Aude, also der Mut zum Verstehen, ist gesetzt. Doch er reicht nicht, um die Gesellschaft zu sichern und voranzubringen. Darum das so Wichtige wie dere Aude ermöglicht, hinzusehen, was man bislang nicht sehen konnte oder wollte. Und das Agere Aude erst vermag, dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Das ist fantastisch. Das ist quer, es ist anders, es ist neu, es ist innovativ, es ist hell, es ist offen und es regt zum Nachdenken an. Als Startschuss in die Zukunft ist das, ich glaube, genau das Richtige. Ich war fasziniert. Ich hätte es von außen so innen nicht erwartet. Ich glaube, es ist im ersten Moment überraschend und wenn man mehr darüber nachdenkt, ist es nötig.
Man kann aus der Vergangenheit keine geraden Linien in die Zukunft ziehen und insofern regt zum Nachdenken an und ich glaube, das ist hier angebracht. Für mich ist diese Architektur eigentlich das, was unsere Gesellschaft ausmacht, die Vielfalt, die Diversität. Und ich glaube, dass es ein Ort der Begegnung sein wird, über die Uni hinaus. Und wenn man sich mal anguckt, wofür es Unis eigentlich gibt, dann sind die nicht für sich selbst da, sondern für die Gesellschaft. Und ich glaube, das kann hier gut stattfinden.